Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Heute machen wir ein kleines Format, was wir mindestens einmal pro Legendary Dungeon eigentlich so machen. Und zwar versuchen wir live im Video einen Zero Death Run festzuhalten. Ja, beziehungsweise halt eben heraufzubeschwören. Und genau, dabei geht es nicht darum, jetzt hier wirklich... Also Hauptziel, es wäre natürlich sehr nice, den Zero Death Run zu hitten, aber mehr geht es dabei darum, meine Gedankengänge mit euch nebenbei zu teilen, was ich mir dabei denke, wenn ich halt eben bestimmte Dinge hier im LD mache. Ich denke mal, das ist vor allen Dingen auch für Anfänger ganz gut dann nachvollziehbar in bestimmten Situationen. Ich muss dazu sagen, dass ich, wenn ich einen Zero Death Run forciere, mich ein wenig anders verhalte als normalerweise auf den Anfangsebenen. Das gilt nur auf den ersten 25. Und zwar, wenn ich einen Zero Death Run mache, dann versuche ich auch auf den ersten 25 Ebenen natürlich so gut es geht zu überleben und zum Zwischenboss zu kommen, damit man dann weiter auf den nächsten Ebenen kommt. So, ne? Das versuche ich, wenn ich jetzt nicht unbedingt vorhabe, einen Zero Death Run zu machen, nicht unbedingt, denn wenn ich normal einfach so versuche, effizient, also so effizient es halt geht, durchzukommen, dann versuche ich halt eben auch, wenn ich nicht so viel Glück habe im LD, auf den ersten Etagen, so viel wie möglich Schlüssel zu farmen. Und dann nehme ich auch 1 oder 2 Tode mal im Kauf auf den ersten 25 Ebenen, damit ich dann aber relativ viele Schlüssel habe und auf den nächsten Etagen damit dann einigermaßen weiterzukommen und dann halt im späteren Spielverlauf des LDs nicht so viele Schlüsselprobleme zu haben. Ja, das Ganze, wenn ich jetzt auf Zero Death Run gehe, versuche ich halt eben einfach nur stumpf zu überleben. Das heißt, wenn ich unter der Hälfte Leben bin zum Beispiel, nehme ich zum Beispiel auch ein paar Schlüssel für Türen, um halt eben auf Buffs oder Heals zu hoffen, ja, weil da ist es halt eben wichtig, so gut es geht zu überleben. Das Problem dabei ist, wenn ich jetzt so weit komme wie möglich und dafür alle meine Schlüssel aufs Spiel setze, dann habe ich den restlichen Verlauf des Legendary Dungeons Probleme, weil ich dann keine Schlüssel mehr habe auf späterer Ebene und das will man vermeiden. Deswegen, wenn man halt wirklich mal 1, 2 Tode auf den ersten Etagen in Kauf nimmt, ist das okay, weil man dann für den restlichen Verlauf halt sehr viele Schlüssel zur Verfügung hat und dann später keine Probleme mehr hat. So mache ich das zumindest, aber heute versuchen wir halt wirklich mal einfach mit 0 Toten durchzukommen. Ist natürlich Best Case, ja, sowohl Free-to-Play als auch Pay-to-Win mäßig so. Deswegen kann natürlich auch gut laufen. Wenn es gut läuft, dann haben wir am Anfang auch keine Schlüsselprobleme und auch keine Lebensprobleme so. Ja, die ersten 5 Etagen haben wir immer das Szenario, dass wir einen Monsterraum haben und einen Fragezeichenraum. Ja, das Gute dabei ist, wenn ihr, egal auf welcher Ebene ihr seid, einen Monsterraum begegnet, dann könnt ihr euch sicher sein, dass auf der anderen Seite kein Monster mehr ist, weil nur ein Monster pro Seite sein kann. Ja, das heißt im Umkehrschluss, dass das Fragezeichen hier enthält immer irgendwie eine Kiste, ein Fass, eine Leiche, wo ihr vorbei müsst oder sowas. Ja, das ist immer so und dahinter kann sich kein Monster verbergen, weil auf der Seite schon eins ist. Das müsst ihr euch merken, falls ihr das noch nicht wusstet. Und gerade am Anfang, die ersten 5 Etagen, habt ihr immer dieses Szenario hier, Monster- und Fragezeichenraum. Und da gamble ich tatsächlich immer sehr auf die Fragezeichenräume, um halt eben, zu gucken, kriegen wir vielleicht einen Buff oder sowas, weil wenn wir hier sowas wie One-Hit-Wonder oder ein Heal-Buff oder Schlüsselereignis oder so zum Anfang direkt bekommen, dann ist GG. Ja, dann haben wir eine richtig gute Grundlage, um richtig weit zu kommen. Aber das müssen wir dann halt auch eben bekommen. Kann auch genauso gut sein, ihr bekommt einen Debuff oder so, dann wird es natürlich deutlich schwieriger. Ne? Und deswegen, das mache ich ganz gern, die ersten Etagen. So, deswegen schauen wir einfach mal, was wir hier so bekommen. Auf den ersten 5 Ebenen. Das ist halt ziemlich random auf jeden Fall. Ja, und den Heal-Raum nehmen wir natürlich an. Schlüsselereignis, sehr gut. Greifen wir direkt an. 2 Keys. So, jetzt können wir natürlich auch direkt ein Monster angreifen. Ihr wollt auf den ersten Etagen natürlich auch viele Monster mitnehmen, um viele Schlüssel zu farmen, so, aber natürlich unter den besten Bedingungen. Deswegen versuchen wir natürlich weiterhin hier rein zu greeden und halt eben auf ein paar Buffs zu spekulieren. So, hier nehmen wir mal noch das Monster mit. Zack. So, und hier haben wir jetzt den letzten Fragezeichen Monsterraum. Danach müsste eigentlich ein Monster
oder ein Fragezeichenraum und eine Tür sein, eine verschlossene. Deswegen gehen wir hier nochmal rein, gucken, wir haben ein Fass, wir nehmen es mal mit. Was kriegen wir? Ausweichen. Okay, ist ein Buff, aber nicht unbedingt das, was wir brauchen. Ja, okay, jetzt haben wir hier die Option, wir gambeln weiter. Okay, Debuff, aber kein schlimmer. Ja, und dahinter ist ein Monster. Und nochmal ein Buffraum. Okay, das ist eigentlich einigermaßen okay. Gut, Fallenentschärfer ist auch nicht verkehrt. Aber auch nicht das allerbeste Szenario. Wir versuchen auf jeden Fall jetzt erstmal einen Heal zu bekommen. Wir haben jetzt 8 Schlüssel auf Etage 9, das ist schon mal sehr gut. Ja, und jetzt normalerweise würde ich rechts lang gehen, versuchen vielleicht auszuweichen. Ich versuche jetzt aber ja, mich so lange wie möglich auf den ersten 25 Ebenen aufzuhalten. Das heißt, ausweichen bringt mir nicht viel, außer halt eben weiterzukommen. Aber ihr wollt ja auf den ersten 25 Etagen so viel wie möglich Schlüssel farmen. Ja, deswegen nehme ich jetzt mal einen Key. Einfach nur, weil ich versuche, einen Zero Death Run zu hitten und jetzt so langsam bei mir auch jetzt, wenn wir unter der Hälfte Leben sind, ein Heal reinkommen muss. Ja, deswegen da müssen wir jetzt auf jeden Fall drauf spekulieren. Okay, Dietrich, den nehmen wir auf jeden Fall mit. Wir haben Fallenentschärfer, das können wir definitiv machen. Ich versuche jetzt mal, versuche ich zu flüchten, das ist jetzt halt der Gamble. Ja, greifen wir an, gönnen uns noch einen Key oder flüchten wir. Ich versuche mal zu flüchten. Okay, schade, das funktionierte nicht. Ja, weil wir haben jetzt momentan 4 Dietriche, heißt wir können 4 Türen öffnen und ja, wir kriegen keinen Schlüssel abgezogen hier. Das heißt, wir können hier auf jeden Fall versuchen zu gamblen, irgendwie noch einen Heal reinzukriegen. Okay, so jetzt, das ist natürlich eine sehr schwierige Decision hier. Wir haben hier einen Buff definitiv. Ich muss sagen, ich nehme lieber den Buffraum mit als den Goldraum, weil hier können sich hinter Fallen verbergen. Ja, Ressourcen können sich dahinter verbergen. Alles Mögliche, außer halt eben ein Buff. Und hier habt ihr definitiv einen Buff. Ja? Deswegen nehme ich hier mal lieber den Buffraum mit. Gut ausweichen. Ja, ist für uns jetzt leider auch nicht so das Optimalste. Wir versuchen noch weiterhin einen Heal zu bekommen. Ich würde jetzt ungern weiterhin angreifen. Wäre ich jetzt in keinem Zero Death Run, oder beziehungsweise in keinem Run, wo ich so weit kommen möchte wie möglich, wäre ich vielleicht schon ein bisschen aggressiver rangegangen, beziehungsweise hätte mich noch vielleicht einmal entschieden, einen Gegner zu hitten. Aber wir haben 7 Schlüssel immer noch. Das ist immer noch sehr, sehr gut. Deswegen ja, können wir das auch weiterhin so machen. 7 Schlüssel ist tatsächlich keine schlechte Ausgangsposition. Trotzdem brauchen wir jetzt auf jeden Fall einen Heal, ansonsten kommen wir nicht weiter. Okay, das ist auch leider sehr kontraproduktiv, vor allem weil wir jetzt unseren Fallenentschärfer dafür aufgegeben haben. Einen Dietrich haben wir noch. So, und jetzt verbrauchen wir wieder unsere eigenen Schlüssel. Wir müssen aber unbedingt einen Heal reinkriegen, weil sonst haben wir gleich beim Zwischenboss ziemlich krasse Probleme auf jeden Fall. Ja, jetzt muss ein Heal kommen. Läuft leider nicht so, wie es soll, aber ja, kann nicht immer gut laufen. Wir müssen jetzt gamblen, dass ein Heal kommt, ja. Wir nehmen mal den Debuff mit, weil hier habe ich zu viel Schiss, jetzt vor dem Monster angegriffen zu werden. Gut, der Debuff war jetzt auch nicht so schlecht für uns. So, jetzt muss was kommen. Okay, jetzt kommt ein Heal, aber nur ein kleiner. Wir versuchen zu fliehen. Okay, wir werden nicht getroffen und wir sind noch im Rennen. Ja, wir sind noch im Rennen. Jetzt kommt es natürlich darauf an, was kriegen wir hier für eine Rune. Das ist relativ wichtig. Okay, Seele des Hasen ist tatsächlich prädestiniert für einen Zero Death Run. Ja, das ist ziemlich, ziemlich lucky. Trotzdem haben wir immer noch sehr, sehr wenig Leben und wir müssen irgendwie durchkommen bis zum Schlüsselhändler. Dafür brauchen wir mindestens 3 Schlüssel. Heißt, ein Schlüssel können wir noch usen, weil 3 Schlüssel, das brauchen wir für einen Heal. Dann sind wir aber auf 0 Schlüssel. Ja, das heißt, wir müssen uns wieder ein paar Keys farmen und dazu müssen wir Monster angreifen und das gestaltet sich relativ schwer mit Seele des Hasen, weil wir dann 25% mehr Damage bekommen. Ja, das heißt, Ausgangslage ist trotzdem immer noch nicht so gut. Ja, aber Seele des Hasen definitiv schon mal ein Gamechanger, muss man so sagen. Ja, vielleicht kommen wir auch einigermaßen so durch, aber wir brauchen definitiv noch ein wenig mehr Leben. Beziehungsweise, ja, wäre es gut, wenn ihr die ersten 25 Etagen verlasst mit, ja, mehr als 5, 6 Schlüssel. Das wäre schon ganz gut. So, dann habt ihr ein bisschen Puffer, dass ihr bis zum Schlüsselhändler kommt.
Und dann könnt ihr dort halt eben, ja, One-Hit-Wonder oder Heal kaufen, je nachdem wie euer Leben gerade ist, um dann halt weitere Ebenen zu farmen und dann wieder Schlüssel zu farmen, um wieder bis zum nächsten Schlüsselhändler zu kommen und dann wieder so weiter. Ja, dafür haben wir jetzt momentan ein bisschen wenig. Deswegen, wir gamblen nochmal einmal auf einen Heal. Gut, Lucky Coins brauchen wir nicht. Ja, wir weichen aus. So, und ich nehme jetzt einfach nochmal in Kauf, einen Debuff zu kassieren. Ja, weil hier haben wir eine Falle und da ist wahrscheinlich auch ein Monster hinter. Deswegen, ja, nehme ich lieber einen Debuff. Da können wir auch was kriegen, was wir jetzt nicht unbedingt so, was nicht direkt ein Debuff ist, wie zum Beispiel das hier. Ja, das ist auch okay, weil wir versuchen auszuweichen. Wenn wir jetzt getroffen werden, dann kracht es natürlich gewaltig. Ja, aber mal schauen, wie weit wir kommen. Ja, das ist natürlich auch ziemlich schwierig. Aber hier nehme ich ganz klar auch die Opfertür, weil hier können sich auch wieder ein Monster hinter verbergen, plus Falle. Deswegen nehme ich lieber die Opfertür in Kauf. Die macht nicht allzu viel Schaden. So, und jetzt haben wir noch einmal einen Debuff hier. Das heißt, wenn hier ein Monster hinter ist und wir getroffen werden, knallt der Debuff noch rein. Heißt, wir nehmen mal den Schlüssel und versuchen hier noch einen Heal zu bekommen. Das wäre ziemlich wichtig. Ansonsten, ja, würde ich den Schlüssel eher aufbewahren für die Situation, dass eine Fallentür kommt plus eine normale Tür, weil dann vermeidet ihr halt die Falle. Hier ist keine Falle, das heißt, hier könnte man potenziell auch noch gut lang gehen. Ja, aber wir haben halt einfach den Debuff, deswegen entscheide ich mich mal hierfür. Gut, okay. Fluchtassistent ist tatsächlich sehr gut. Ja, damit kommen wir jetzt eigentlich relativ safe zum Schlüsselhändler. Ja, nehmen natürlich den Goldraum mit. Schade, hätten auf jeden Fall jetzt einen Heal gebraucht. Hier haben wir noch eine Falle. Gut, jetzt dürfen wir aber auch keine Falle mehr kassieren. Wir brauchen jetzt ganz dringend einen Heal. Das ist jetzt Priorität Nummer 1. Sollten wir aber hinkriegen. Schlüsselhändler ist am Start, das heißt, die nächsten Ebenen sind auch gesaved. Problem ist jetzt halt einfach bloß, jetzt kriegen wir keine... jetzt haben wir halt keine Schlüssel dann mehr. Und wir brauchen definitiv noch Schlüssel für die weiteren Räume. Das heißt, wir müssen irgendwie darauf hoffen, dass wir ja irgendwie einen One-Hit-Wonder oder sowas als Buff dann bekommen. Irgendwo random durch. Aber jetzt ist es erstmal halt wichtig, ein bisschen hochzuhealen wieder. Ja, die Etagen zu nutzen. Vielleicht kriegen wir noch irgendwie eine Buff-Tür rein oder so. Ne, kriegen wir nicht. So, den können wir jetzt angreifen hier. Schlüssel haben wir nicht bekommen. Ist sehr bad. Ja, das hätten wir definitiv jetzt brauchen können. Hätten wir zumindest schon mal einen Schlüssel am Start. Jetzt haben wir gar keinen Schlüssel. Ja, das ist natürlich sehr doof. Jetzt müssen wir irgendwie hoffen, dass wir One-Hit-Wonder oder so kriegen. Im Gegenteil, wir kriegen ein Gift rein. Das ist tatsächlich sehr suboptimal. Ja, und haben leider gar keine Schlüssel am Start. Das ist wirklich sehr schlecht. Wir werden noch getroffen, kriegen mehr Damage rein. Ist nicht gut. Ist nicht gut. So, wir sind jetzt zwar auf Ebene 50. Das ist ganz cool eigentlich. Ja, und kriegen Anhänger des Schlüsselmeisters. Okay, das ist tatsächlich wirklich prädestiniert für einen Zero Death Run jetzt gerade. Das ist die beste Kombination, die ihr haben könnt. Seele des Hasen erhöht die Chance, halt eben vor Kämpfen zu fliehen um 40%. Und Anhänger des Schlüsselmeisters 40% Chance nach dem erfolgreichen Fliehen einen Schlüssel zu erhalten. Das heißt, wir kriegen jetzt auch Schlüssel passiv, indem wir fliehen vor Kämpfen. Ja? Das könnte jetzt tatsächlich der Gamechanger sein. Wir müssen jetzt halt nur gucken, dass wir Glück haben mit dem Ausweichen. Ansonsten war es das gewesen. Ja? Jetzt erwarten wir gleich nämlich die Challenge-Räume und wir haben fast kein Leben mehr. Das ist tatsächlich sehr bitter. Deswegen, wir dürfen jetzt nicht getroffen werden. Im Gegenteil, wir müssen hoffen, dass wir jetzt noch irgendwie einen Heal oder so bekommen. Okay, das ist tatsächlich sehr gut. Wir haben aber jetzt einen Schlüssel bekommen durchs Ausweichen gerade, hier unten. Ja, das heißt, wir können hier die Falle tatsächlich vermeiden. Gehen hier rein. Hier haben wir eine Mimiktruhe am Start, die nehmen wir nicht an. Das erkennt man daran, wenn die Pfeilspitze von dem Dreieck hier nach oben zeigt, dann ist es eine Mimiktruhe. Das heißt, dahinter ist ein Monster. Wenn die nach unten zeigt, könnt ihr die easy annehmen. So, jetzt haben wir die Challenge-Räume am Start. Haben aber noch Fluchtassistenz. Was mich halt einfach so ein bisschen belastet gerade, ist, dass wir keine Schlüssel haben. Wir müssen jetzt ein bisschen Glück haben mit dem Fluchtassistent hier. So, haben tatsächlich 2 Schlüssel. Ich sage euch ehrlich, mir ist die 5. jetzt egal. Ja, normalerweise hätte ich die jetzt noch wahrscheinlich genommen, aber ist mir jetzt ein bisschen zu heikel. Ich gehe raus. Ja, meistens kriegen wir sowieso kein Leggy-Item da draus, deswegen ist egal.
wir müssen jetzt versuchen, irgendwie ansatzweise, ja, zu überleben. Okay? Wir haben 2 Schlüssel, damit können wir ein kleines One-Hit-Wonder holen. Ja, wir kriegen leider keinen großen Heal dadurch. Wir müssen versuchen auszuweichen. Ja, und den dritten Key zu bekommen. Ja, könnte aber auch schon sein, dass es das jetzt war. Ich weiß nicht, ob wir das überleben, falls wir getroffen werden. Wir beten einfach und gucken mal, wie weit wir kommen. Nicht gut, nicht gut. Wir wurden getroffen und haben dadurch halt auch eben keinen passiven Schlüssel regenerieren können. Ja, wir gehen den Kristallraum. Ja, okay. Jetzt sind wir halt gezwungen, das Ding hier anzunehmen. Gut, jetzt müssen wir halt einfach beten, dass wir irgendwie jetzt was bekommen. Okay, und da ist der Schlüsselhändler. Wir hätten so dringend ausweichen müssen und einen Schlüssel generieren. Dann hätten wir jetzt 3 Schlüssel und dann hätten wir uns jetzt wieder einen großen Heal kaufen können. Ja, das ist jetzt halt ziemlich bitter. Einzige, was wir machen können, ist halt den hier nehmen. Ja, oder wir könnten auch 2 Dietriche dafür nehmen, anstatt den einen Heal. Dann könnten wir durch 2 Türen durchgehen. Das wäre halt noch die etwas risikohaftere Variante. Ich glaube, darauf würde ich jetzt mal gamblen sogar. Oder wir gehen auf 25 Leben, haben dann noch einen Hit frei, also wir könnten noch einen Hit überleben und könnten so dann Schlüssel farmen, falls wir ausweichen können. Ja, wir müssen aber trotzdem irgendwie an Leben kommen, weil der 75. Gegner ist nicht mehr weit, was natürlich auch ziemlich schwierig ist, ja. Deswegen, ich gamble mal. Nee, wir müssen eigentlich. Ich wollte jetzt auf die Dietriche gambeln, weil hinter den Türen, wenn wir jetzt 2 Dietriche kriegen mit einem Schlüssel, können sich natürlich auch Buffs und Heals und so verbergen. Problem ist aber, falls wir jetzt eine Kombination haben zwischen Tür und Falle, dann sind wir definitiv tot. Ja? Weil wir keine Schlüssel mehr haben, um eine Tür zu öffnen. Und durch die Falle sind wir tot. Das heißt, wir müssten eigentlich jetzt das Ding hier annehmen. Ja, bringt nichts. Das Risiko ist zu hoch. Okay, gut, wir haben eine normale Tür und keine Falle. Ja, also da hätten wir jetzt hier den Dietrich nehmen können, aber das kannst du vorher nicht wissen. Ja, deswegen versuchen wir auszuweichen. Klappt nicht, um Schlüssel zu regenerieren. Und wir kriegen einen kleinen Heal. Schade, ein großer Heal wäre jetzt richtig huge gewesen. Aber wir gehen mal weiter. Okay, konnten uns nochmal einmal hochhealen. Ja, das haben wir hier. Poison, das ist absolut suboptimal. Jetzt brauchen wir hier einen dicken Heal raus. Das wäre so wichtig. Mal gucken, was wir kriegen. Oh, das ist richtig bitter. Das ist richtig bitter. So, wir haben aber nochmal die Chance, hier was zu bekommen. Und was kriegen wir? 10-fach Gift rein. Ach du Kacke, ja, das ist GG. Das ist natürlich GG. Wir haben hier auch die starke Verschlüsselung am Start, was natürlich auch ja, die nächsten 7 Ebenen uns komplett hier ja, alles verdirbt quasi. Ja, deswegen gucken wir mal. Oh, und wir kriegen sogar noch einen Hit ab. Das ist natürlich nochmal unglücklicher. Das heißt, und hier haben wir eine Falle. Ja, hier wäre jetzt die Situation, die wir vorhin gefaced hätten. So, das heißt, ja, in dem Fall müssen wir jetzt 2 Schlüssel ausgeben für diese Tür, damit wir nochmal eine Ebene weiterkommen. Okay, normalerweise würde ich, glaube ich, hier auch, keine Ahnung, in Kauf nehmen, vielleicht auch so zu sterben, weil wir sind sowieso gleich tot, von der Vergiftung her. Ja, hier würde ich euch empfehlen zu sterben. Falls ihr einen Normal-Run macht, sterbt hier lieber, weil ihr sterbt sowieso gleich. Ja, also ich sterbe sowieso gleich durch die Vergiftung. Plus, ich habe noch diesen Debuff, wo ich 2 Schlüssel für hergebe. Sterbt hier lieber, regeneriert euch über Nacht und dann habt ihr nächsten Tag 100%, habt noch 2 Schlüssel dann zur Verfügung und ihr könnt zum nächsten Schlüsselhändler dann, ja, hier kommt eh gleich der Zwischenboss und dann habt ihr da die Chance nochmal einen kleinen Buff oder so zu bekommen, ja, durch den Schlüsselhändler. Bis dahin könnt ihr vielleicht noch ein paar Schlüssel generieren, aber jetzt gehe ich halt für dieses Video, weil ich halt in einem Video so weit kommen möchte, wie es geht, gehe ich jetzt durch die Tür und versuche halt einfach das letzte nochmal rauszuholen, weil hier würden wir jetzt sowieso drauf gehen. So, ne? Deswegen schauen wir mal, was kriegen wir hier? Gar nichts, werden angespuckt. Ja, hier hätte ich mir ein Fass gewünscht mit 6-fach Heal, dann wäre es noch, hätten wir es überlebt. Aber so ist das Ding leider komplett gelaufen. Ja, hier können wir auch noch den Debuff mitnehmen, weil wir sind jetzt sowieso gleich tot. Ja, und das war es gewesen.
Damit sind wir auf Stufe 71 gekommen. Ja, 71 ohne zu sterben. Ist aber auch okay. Ja, jetzt knallt natürlich der Poison rein. Also 71 sind wir gekommen. Free to play kann man so sagen. Das ist natürlich ganz nice. Ja, und ich hoffe, dass euch diese Art von Video, dieses kleine LD-Video gefallen hat, beziehungsweise dass man da eventuell so ein bisschen meine Gedankengänge zu nachvollziehen konnte. Ja, falls euch das gefällt, lasst es mich sehr gerne wissen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Viel Erfolg weiterhin im Legendary Dungeon. Falls ihr noch nicht alle Items haben solltet oder ja, Free-to-Play unterwegs seid, wünsche ich euch da sehr viel Erfolg bei, dass ihr da noch ein paar Legis mitnehmt bis zum Ende des Dungeons. Bis dahin alles Gute, haut rein und bis zum nächsten Mal.